Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video hier bei Austria Arms. Heute sind wir auf dem Skistand von Halevi und Partner in Wien und gemeinsam mit dem heutigen Gast, nämlich dem Elvis, Servus Elvis, Grüß dich Martin, schauen wir uns das Thema AK-Waffensysteme an. Elvis hat eine sehr spannende Vorgeschichte. Er war nämlich Angehöriger einer Spezialeinheit und das für 15 Jahre und hat im Laufe seiner Diensttätigkeit auch immer wieder mit anderen Nationen an Waffensystemen gearbeitet und auch ausgebildet. Und da war das Thema AK tatsächlich auch immer wieder der Fall. Gemeinsam mit dem Elvis schauen wir uns diese zwei AK-Systeme an und er wird dazu auch einiges berichten können und auch aus der Praxis sprechen. Grundsätzlich AK-Systeme sind ja, wenn die meisten Leute von einer AK sprechen, oft das klassische Bild einer hölzernen Kalaschnikow. Aber du hast hier zwei ziemlich stark modifizierte Systeme. Was kannst du denn darüber sagen? Was haben wir denn hier? Also gut, einmal allgemein zu Kalaschnikows. Es sind nicht die klassischen, die ihr seht. Die sind ein bisschen schwer zu modifizieren. Aber es geht, wenn man sich ein bisschen beschäftigt hat mit der Materie und herausfindet, welche Anbauteile an welche Marke passen, dann kann man schon was Cooles herstellen. Ja. Das hier ist eine AK 104. Aus der 104 Serie bedeutet es ein Kaliber 7,62x39 und das war meine erste AK, die ich mir gekauft habe und dann selbst modifiziert habe. Zu der Zeit gab es gar nicht so viele Teile, zum Beispiel die Rail ist eine Surshot Rail und das war noch vor der Zeit, wo sie diese Monolith Rails gebaut haben, wo quasi der Deckel auch ersetzt wurde von denen. Mhm. Prinzipiell ja, Kalaschnikow ist so eine Die ist schwerer, die ist nicht so präzise von mir aus, wobei das macht keinen großen Unterschied. Sie hat mehr Rückstoß, aber sie hat auch mehr Charakter. Allein der Look von dieser Waffe finde ich, also mich spricht es sehr an. Und bezüglich mehr Rückstoß ja, aber es fühlt sich auch irgendwie geiler an. Vor allem ist aber auch eine Kalibersache, ne? Das stimmt. Wenn du das Thema Rückstoß ansprichst, ja. Das stimmt. Das wäre hier in Kaliber 556. Mhm. Die schießt sich ja fast wie eine AR-15. Natürlich hat man immer mehr Masse in Bewegung, aber das ist ganz anders wie die da zum Beispiel. Genau, das ist ein 12,5 Zoll, so wie die andere. Ich bin dann drauf gekommen über die Kalasch-Plattform. Das ist eigentlich die für meine Größe und für mein Handling die 12,5 Zoll die ideale Lauflänge ist. Weil es kurz genug ist, dass es gut manövrieren kann, bewegen kann, aber man noch immer was vom Lauf hat und ein bisschen Energie im Projektil. Wobei bei 7,62 sie braucht keine Lauflänge, aber sie ist so ähnlich wie, oder das 300er Kaliber ist eigentlich den nachgeahmt, würde ich sagen, meine persönliche Meinung. Da also du sprichst von 300 Blackout. 300 Blackout. Von der AR-Welt reden. Ja. Was kannst du denn aus der Praxis heraus sagen, was bei einer AK verändert werden müsste, sollte, um dann auf diesen Stand von AR-15 zu kommen, wo man sagt, das wäre dann durchaus vergleichbar? Also wenn man es wirklich anpassen will an sage ich jetzt mal, die Effizienz einer AR-15, man kommt nie zu AR-15, muss man schon sagen. Ein Direct Impingement ist einfach anders wie ein langer Gaskolben, aber man kommt schon sehr nahe drin. Das erste, was ich ersetzen würde, wäre der Gaspisten. Da gibt es eine Firma, die stellt hier Gaspistons, die verstellbar sind. Das heißt, von Haus aus sind die Kalaschnikows sehr übergast. Das heißt, die repetieren die Hülsen aus dem Laderaum 30 Meter. Also wenn man auf einen Schießplatz schießt, wo so ein Hang die Schießplätze selber die Positionen trennt, man schießt zum Kollegen rüber, also über den Hang. Ja. Da hat schon sehr viel Druck drauf. Also das erste, was ich hier gemacht habe, war eben dieser Umbau mit den Gaspisten. Da nehme ich den Gasdruck etwas runter oder reguliere ihn runter und dann ist es schon viel angenehmer zum Schießen. Und es eignet sich auch dann auch für Dämpfer. Ich kann quasi das dann anpassen auf meinen, falls ich einen Schalldämpfer verwenden möchte, also den Gasdruck genauer einstellen, dass ja funktioniert. Das zweite war der Abzug. Abzug ist gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen, von der Kalaschnikow, der Originale, aber es geht noch besser. Da gibt es schon viele Hersteller, die ein paar coole Sachen herstellen. Ja, und das andere ist dann eigentlich nur mehr Ergonomie. Ja. Beziehungsweise das erste, was mir da einfällt, wäre zum Beispiel Rotpunkt. Jeder will heutzutage einen Rotpunkt haben, was auch berechtigt ist. Und da braucht man halt einen Deckel, der auch Zero hält, der sich nicht bewegt, der sich nicht erlöst. Oft haben wir bei den AK-Systemen die klassische Seitenrail, die haben wir hier auch original drauf auf der. Und warum hast du dich gegen eine Montage über die Seitenrail entschieden und jetzt diesen Deckel verwendet? Die sind schon bewährt, funktionieren recht gut und es gibt viele Nachbauteile aus dem Westen, die noch besser oder sogar gut aussehen.
Man muss sagen, das Auge schießt mit. Aber es war einfach das zusätzliche Gewicht. Ich wollte wirklich die Effizienz der Waffe auch erhöhen. Nicht nur fürs Auge herrichten, für mich natürlich war das auch eine Priorität, aber ich wollte es wirklich besser machen, leichter machen, weniger Rückstoß und vor allem die Ergonomie erhöhen. Also deshalb dieses Dustcover mit Rail. Ja. Deswegen Dustcover mit Rail, genau. Ja. Dann im Bereich des Hinterschaftes und Vorderschaftes hast du auch andere Anbauteile verwendet? Richtig, ich habe mich entschieden da für so eine Art AR-15-System, Buffer-Tube. Es ist zwar kein Buffer, aber es hat eine Form von Buffer und ich kann alle Mil-Spec-Kolben, was für AR-15-Plattformen gedacht sind, da eigentlich montieren. Und kann natürlich dann die Länge einstellen, was auch sehr wichtig ist. Hier oben habe ich mich für ein M-Lock Rail entschieden, damit ich eben die Griffigkeit habe von einer AR-15, sage ich jetzt einmal, und aber auch die Möglichkeit eben einen Griff anzubauen. Ich mag einfach Griffe, ich stehe drauf, mir hilft das sehr beim Schießen. Und die Möglichkeit eben, was auch immer, Licht drauf zu montieren, eventuell Laser, einfach die Möglichkeiten zu haben, die Waffe so herzurichten, wie ich es haben will. Das kann sich ja jederzeit ändern. Hier haben wir auch eine sehr interessante Mündungsbremse mit ziemlich vielen Kammern. Das hat sich auch einen Grund, warum du die drauf getan hast. Ja, also die verringert auch natürlich den Rückstoß um einiges. Also die ist sehr, sehr, sehr geil. Also die ist jetzt so hergerichtet, die schießt sie eigentlich fast so wie die 556. Okay. Also die hat wirklich sehr, sehr wenig. Die ist nicht zu vergleichen mit der normalen Kalaschnikow in diesem Kaliber. Also 7,62x39. Und merkt sich, dass der Banana-Clip bedeutet 7,62. Der gerade Clip bedeutet entweder 5,56 oder 5,45. Wenn wir uns die jetzt mal anschauen, die schaut ja optisch auch etwas anders aus. Erinnert mich jetzt sehr stark an so eine Spetsnaz Alpha AK. Richtig. Ja. Richtig, also die war so mehr oder weniger einfach ein Frankenstein-Umbau von mir. Einfach die Ergonomie erhöhen, da war kein stylischer Faktor dabei. Und dann ich finde die sehr stylisch, muss man ehrlich sagen. Also es hat Charakter, ja, es ist halt eigen. Ja. Gefällt nicht jedem, muss auch nicht, aber ich liebe sie. Übrigens, die haben beide Namen. Es ist die Natascha, das ist die Ekaterina. Ja. Okay, beides Russinnen, wie man hier sieht, also beides Seigers. Richtig, ja. Es sind beide Seigers, das ist eine AK-102, wieder 100er Serie und 2 für diese Lauflänge und das Kaliber. Wieder 12,5 Zoll, Kaliber 5,56. Also 223, ja. Genau, 223. Ich habe mich dann für ein weiteres Modell entschieden, weil man will immer mehr. Da ist so dann die Szene, sage ich jetzt einmal, aufblüht mit die Kalasch und habe neue Ideen gehabt und zu dem Zeitpunkt ist dann auch dieses berühmte Video aufgetaucht von, wie heißt denn der ehemalige Delta-Mensch? Larry Vickers. Larry Vickers, genau. Ja. Das ist ein sehr cooler Typ und dann hat er seine Alpha-Version präsentiert. Das war dann so Liebe auf den ersten Blick natürlich. Wir haben gesagt, du hast dir gedacht, du brauchst auch eine. Okay. Richtig. Ja, ich hatte das Glück, dass ich die Teile bestellen habe können und sie auch alle bekommen habe zu einer angenehmeren Zeit, sage ich jetzt einmal so. Das sind alles original Zenitco-Teile. Ich habe auch sogar einen Griff von Zenitco, den habe ich aber ausgetauscht aus Ergonomiegründen. Der ist gut, der ist sehr angenehm, aber mir gefällt der Griffwinkel nicht. Und da kommen wir wieder, AR-Plattform ist einfach flexibler. Dieser Griff ist etwas vom Magpul, ist einfach dieser mit dem geraden Winkel ist für mich, für meine Schießtechnik einfach angenehmer. Ansonsten, wie gesagt, sie hat hauptsächlich nur Zenitco-Teile oben, außer eben die Bremse und das Licht. Und natürlich habe ich auch das gleiche gemacht wie bei der, dass ich da einen verstellbaren Gaskolben eingebaut habe, dass ich eben den Rückstoß ein bisschen reduzieren kann, eventuell, wenn ich mit einem Dämpfer arbeiten möchte, was verstellen kann, wieder verbessern kann und den gleichen Abzug, was ich in diesem System habe, habe ich hier. Ja, das war's schon. Ja. Kaliber 5,56 auch einfach aus dem Kostengrund heraus. Richtig. Ursprünglich wollte ich die 5,45, weil das ist quasi die originale, das originale Kaliber eigentlich von den Spetsnaz-Menschen. Aber ja, aus den Gründen von der Verfügbarkeit der Munition habe ich für 5,56 entschieden, da ist nicht viel um. Ja. Also, ist auch für den Trainingsaspekt sicher leichter zu bekommen und auch günstiger. Natürlich, es ist günstiger, es ist auch eine Spur angenehmer zu schießen. Wie gesagt, bei den zwei ist halt nicht viel Unterschied, aber wenn man die jetzt hernimmt, nicht umgebaut, da ist schon ein großer Unterschied zwischen 5,56 und 27 mal 39. Ja.
Eine Sache, die ich immer wieder sehe bei so AK-Aufbauten, ist der Vordergriff, der so einen hinterschnittenen Winkel hat. Ist das aus dem Grund vom Magazinwechsel, dass man da vorne rumfährt? Warum ist das so? Ja, das ist der Hauptgrund, wenn man eben Magazin wechseln will. Wenn man einen langen Griff montiert, kann der sehr störend sein. Vor allem bei der 762 Platte, weil das Magazin noch weiter gebogen ist. Und ich persönlich mag einfach mit denen habe ich es abgeschnitten, aus dem Grund, die Ergonomie gefällt mir besser. Ich brauche keinen Griff, man haltet den Griff nicht so wie ihr das in den Filmen seht, muss ich gleich dazu sagen, das regt mich immer auf. Man verwendet das einfach nur so als Stütze. Das war's schon, mehr braucht man nicht eigentlich. Außerdem schaut cool aus. Ja. Na, sehr interessant, auch hier diese Rail hier von Zenitco, auch auf 12 Uhr. Wir haben hier aber kein Red Dot, das ist ein Prismenvisier. Prismenvisier, richtig. Ja, also ich muss sagen, zu der Rail auch, also unzerstörbar. Das Ding ist so robust, ist aber auch einiges schwerer. Im Endeffekt ist die 556 hier schwerer wie die da. Wirklich, ja? Ja, aber man hat da die Robustheit dadurch. Also das Ding, das kannst du schmeißen, das kannst du herreißen, das hält alles aus. Ich sehe, du hast hier vorne auch ein bisschen Tape umgewickelt um den Handschutz. Ja, genau. Also aus Ergonomiegründen oder auch wegen der Hitze? Oder es sind 3 Gründen. Der erste Grund war die Hitze. Wenn ihr Kalasch schießt viel, braucht ihr immer zumindest den linken Handschuh. Das wird sehr warm hier. Ich habe hier, wie heißt denn das, ein Band für Auspuffröhre von Motorrädern. Habe ich einen Schlag gemacht und dann mit dem Tape eingewickelt, sodass ich auch nach 200 Schuss das Ding ganz normal halten kann. Und dann ist es ein bisschen Kabelmanagement auch. Für die Lampe, ja. Genau, und das dritte ist einfach, ich mag diesen abgefuckten Look, es gefällt mir. Er passt irgendwie ganz gut dazu, muss man ehrlich sagen. Ja. Es ist eine Kalasch, es ist keine Safe Queen. Das ist, genau, es ist was zum Arbeiten herreißen und dieser Used Look, ich persönlich mag das sehr. Ja. Er passt auch ganz gut dazu. Ja. Das liegt wie ein Brett im Schuss. Also fast gar kein Rückstoß. Wahnsinn. Das ist echt arg. Wenn man ein AR-15 schießt, dann schiebt das schon mehr an, aber ich glaube auch durch diese Mündungsbremse hier vorne nimmt das einfach den gesamten Rückstoß weg. Und auch das Gewicht ist. Wow. Es ist was anderes. Also es ist kein AR-15, aber es ist absolut nicht schlecht oder irgendwas. Es ist einfach etwas komplett anderes. Also wenn ich das jetzt so schießen würde, ohne die Waffe in Anschlag zu nehmen, das bleibt von selber. Also wow. Ja, einfach cool. So Elvis, jetzt zeig uns, wie man das Ding taktisch schießt. So. Also, was der Waffe auch an Charakter verleiht, ist einfach der Verschluss, der sich dann bewegt, während man schießt. Allein schon beim Nachladen, dieses Geräusch. Und wenn man schießt, man kriegt das mit und das verleiht der Waffe diesen eigenen Charakter. Es ist also was ganz Eigenes. Ich finde ganz Cooles. Das ist mein Baby, ja. Einfach nur geil. Wie würdest du bei einer AK nachladen? Würdest du das ähnlich wie in Call of Duty mit dem Magazin so wegschnippen und dann... Oder wie macht man das effizient? Ist auch eine Möglichkeit dieser Call of Duty Technik, ja. Es geht, haut aber nicht immer hin, deswegen
mag ich es nicht so sehr. Die erste Methode ist eben Anschlag gehen, boom, es macht Klick. Der Verschluss bleibt nicht hinten, ist halt Oldschool-System. Dann Magazin holen und eben dieses Wegschnipsen. Dazu kommt, beim Wegschnipsen schiebe ich ja das Magazin vor und dann habe ich wieder einen Weg nach hinten, bevor ich das Magazin einsetzen kann. Dann repetieren, wieder in Anschlag gehen. Das heißt, es kostet mich ein bisschen mehr Zeit. Eine andere Methode wäre, so wie wir es meistens bei der AUG gemacht haben, ist eben Anschlag gehen, die Waffe macht Klick, Magazin weg, dann nächstes holen, anstecken, repetieren, feuerbereit. Und meine Lieblingsmethode ist so eine Mischung zwischen beiden, wo ich eben nach einem Klick die Waffe zurückbringe, das Magazin hole und dann mit den Daumen das Magazin nur rausschnäpse, hier mit dem Magazin bleibe, sofort anstecken kann, repetieren kann, in Anschlag gehen kann und bin wieder feuerbereit. Also diese 3 Methoden. Es gibt noch eine, wie nennt man die, irakische Methode. Die ist ganz schräg, aber funktioniert eigentlich auch ganz gut. Also entsichern, es macht Klick. Ich nehme den Charging Handle, ziehe nach hinten, halte die Waffe so, schnips das Magazin weg, stecke das nächste an, lass, die Waffe ist wieder geladen und bin wieder feuerbereit. Ist ein bisschen umständlich, ist sehr exotisch, würde ich so nicht empfehlen, aber ist auch eine Möglichkeit. Das Thema Sicherung ist bei der AK auch so eine Sache. Man hat hier den Hebel. Richtig. Ja, bei der Kalasch muss man den Hebel ein bisschen anpassen. Am Anfang ist es ziemlich zach, aber wenn man den Deckel runternimmt, den Hebel hochklappt und einfach ein bisschen bewegt und auseinanderquart, dann macht man ihn leicht gegenüber und dann fluscht das schon. Ja, und ich würde immer Handschuhe verwenden bei Kalasch. Bei meiner geht schon da, aber ansonsten kann man sich auch verletzen, wenn man zu schnell, zu hart arbeitet, dass man so blutige Finger bekommt. Kann schon passieren, ja. Aber da gibt es auch Nachbauteile, die dann besser verarbeitet sind und die Kanten besser, wie soll ich sagen, bearbeitet sind, sodass sie nicht mehr scharfkantig sind und man sie nicht verletzen kann. So, dann bin ich schon mal gespannt auf die 762 x 39, den großen Bruder von der hier. Und die schauen wir uns jetzt dann an. Also man merkt auf jeden Fall schon den deutlich stärkeren Wumms, der da dahinter ist. Auch als Schütze sieht man diese Flammen von hinten, bedingt natürlich auch durch diese sehr krasse Mündungsbremse. Aber sie schießt sich anders als die 556, sehr, sehr satt, sehr voll, würde ich es jetzt beschreiben. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt, aber ich glaube, ihr versteht, was ich damit meine. Und sie hat auch mehr Rückstoß. Also das erinnert mich vom Schießen tatsächlich mehr an eine AR-15, wie jetzt die andere. Und wenn man die jetzt quasi nicht in Anschlag nimmt, sondern einfach nur so hält, bewegt sich das schon ziemlich. Aber trotzdem, es ist sehr, sehr cool zu schießen. Es ist nicht unangenehm, aber anders. Ich glaube, das trifft es am besten. Es ist anders. Ja, alles ein bisschen Hebel und Bewegung, teilweise auch etwas scharfkantig, aber das ist einfach dieses AK-typische. Es ist etwas gröber verarbeitet und man muss sich daran gewöhnen. So. Ja, richtig, das gibt ja halt den Charakter. So ist es. Gut, wir haben hier Sicherheit hergestellt. Elvis, zeig uns mal, wie du mit der 762 x 39 schießt. Ich gebe sie dir. Also vom Kaliber her ist es so vergleichbar, wie wenn es Kaliber 45 mit der Pistole schießt. Es hat diesen Wumms, aber ist irgendwie angenehm und geil. Und so ist halt da die 762 x 39. Es hat diesen Wumms, aber der gefällt. Der gefällt.
Ja, also ich finde es einfach nur geil. Ich muss sagen, es ist auch mein Lieblingskaliber. Kann ich nur empfehlen. Wenn man sich jetzt für sowas interessieren würde, was für Tipps könntest du jemandem auf den Weg mitgeben, der sagt, AK, ich möchte jetzt eine AK? Auf jeden Fall vorher einlesen, informieren, vor allem bezüglich Anbauteile, die man haben möchte. Man hat meistens immer ein Bild im Kopf und so will ich sie haben. Bevor ihr Kalash schaut oder die Plattform schaut, schaut mal zuerst in die Teile rein und schaut, mit welchen Marken, Modellen die kompatibel sind. Sonst sitzt ihr auf die Teile. Zum Beispiel die Yugo AKs, die haben ganz eigene Abteilung, was Tuning angeht, weil sie passen nur auf die Yugo Kalash und so weiter. Das stimmt, also es ist nicht jede AK gleich eine AK, da gibt es viele unterschiedliche Hersteller. Die AK ist ja in Lizenz in allen möglichen Ländern und Varianten gebaut worden und da gibt es teilweise eigene Teile, die kompatibel sind mit gewissen Produktionen. So wie Elvis vorher schon gesagt hat, es gibt jugoslawische AKs, die haben ein abgeändertes Gehäuse, es gibt die klassischen russischen AKs, es gibt polnische AKs, es gibt serbische AKs und ja, da muss man einfach schauen, dass das, was an Anbauteilen gewünscht ist, auch tatsächlich mit dem Hauptsystem kompatibel ist. Ansonsten könnt ihr sehr lang dastehen und feilen und dann passt es wahrscheinlich immer noch nicht. Was ich auch noch dazu sagen muss, auch wenn die Teile passen, ist es trotzdem manchmal notwendig, zum Beispiel bei den Zenit Pro-Teile, die reinzuklopfen, aber es ist auch so gedacht. Also das ist Aluminium, man klopft sie rauf und dann ist das ist dann verbunden. Das ist auch Schmutz, ja. Also das ist auch ein Ewigkeit. Ja, tatsächlich, wenn man jetzt ein AR15 tunt und umbaut, ist es bei den Teilen oft so, dass das wirklich schön sitzt, drauf passt, ohne dass man da wirklich Gewalt anwenden muss. Da schaut das anders aus. Also bei einer AK ist es teilweise echt so, dass man wirklich drauf hämmern muss, vielleicht etwas einbiegen, abfeilen, gar nicht so von ohne. Also diese Waffe oder dieses Waffensystem ist viel toleranzbehafteter wie ein AR-15 und da kann es dann beim Einbauen schon auch teilweise zu etwas mehr Emotion kommen, wenn es darum geht, dass da jetzt irgendwas nicht doch passt. Also passt aber auch dazu, es ist nämlich eine emotionale Entscheidung und ein emotionales Teil. Ne? Ja, das ist richtig. So da einfach darauf achten, dass die Teile wirklich kompatibel sind. Ja, und wenn sie nicht ganz passen, dann müssen sie passend gemacht werden. Und da auch nicht verzweifeln, wenn es gerade nicht passt. Vom Kaliber her, was wäre so ein Kaliber, was du empfehlen würdest fürs Schießen mit einer AK? Für breite Masse, für User, für Menschen so wie ich, die Plattform auch gerne schießen, viel schießen, auch trainieren mit dir, geht es mit 5,56 oder 2,23, weil die Munition ist da, ist verfügbar. Für Sammler und Enthusiasten. Richtig, 7,62. Die Munition ist auf jeden Fall verfügbar, aber ist ein bisschen teurer. Und für die absoluten Sammler, Originalteile im Kaliber, ist halt die 5,45. Wobei ich weiß gar nicht, ob sie. Oh ja, die gibt es noch. Die gibt es schon noch, ja, aber es ist auf jeden Fall die teuerste, kostenspieligste Variante. Ja. Für allgemein 5,56, 2,23. Könnt ihr nichts falsch machen und wenn es euch gefällt, könnt ihr dann eure Sammlung erweitern, weil wenn die Begeisterung da ist, würdet ihr noch andere Teile zusammenbauen wollen. Ja, dann danke Elvis, dass du uns das hier auf dem Schießstand gezeigt hast. Danke für deine Zeit und wir werden sicher noch einige weitere Videos mit dem Elvis machen und da kommt noch einiges auf euch zu. Deshalb liked das Video gerne, teilt es, abonniert den Kanal, dann werdet ihr auch darüber informiert, wenn neue Videos online gehen und wir schauen dann, was wir hier noch so alles zeigen können. Danke nochmal. Ich danke, war mir eine Freude hier zu sein. Ja. Und Dankeschön. Bis bald.